Rein in die gute Stube. Das ist lustig, ich hatte es schon grösser im Kopf gehabt, weiter. Jetzt ist schon alles wirklich kleiner, das ist lustig. Wie meinst du? Ich weiß auch nicht, von meinem Gefühl her. Genau, das kennen wir. Das wäre eine gute Anzuchtstation, das Zimmer da, glaube ich. Oder noch so viele Geräte und so. Oh, wir haben kein Licht. Da unten nicht, glaube ich, nein. Aber da ist eine Wasserleitung, da hat es noch Läden, noch Türen. Jetzt wollte ich die Zange mitnehmen, dass man oben vielleicht die Tür aufbringt. So, ich habe schnell auf den Lowlight-Modus gestellt. Da sehen wir, glaube ich, ein bisschen mehr. Oder ihr, wir sehen nicht mehr, aber ihr seht mehr. Ja, cool. Ja, also da haben wir sicher irgendwie einen Vorratsraum oder so für unsere Erntevorräte, die wir da verstauen können. Ich glaube, das sind die vorher hast du so gemacht. Genau. Wir haben hier unseren Vorratsraum. Was haben wir da? Schau, da ist auch ein Schmineteil. Also da könnten wir auch einfach einen Ofen anstellen. Aber jetzt haben wir gedacht, dass wir oben Dings machen. Also eben da könnte man unten durch auch verkleiden. Ich glaube, das ist nicht nötig. Dass man die Wärme da oben. Ich glaube im Fall auch nicht. Also eben, das sind ja wohlhabende Leute, die das gebaut haben. Es kann auch sein, dass da vielleicht hat es auch innen. Die haben das sicher so gebaut, dass man da nicht friert. In der Wand innen noch irgendwie Isolation, weißt du? Das sind ja irgendwie 40 cm. Weißt du, das ist ja der Punkt. Die haben nicht müssen sparen. Die haben sich das gegönnt. Die haben kein Geldproblem gehabt. Das ist, oben ist 40 cm. Da ist da auch. Schau. Ja. Oder die haben da schon etwas Schlaues gemacht. Hey, willst du Sardinen? Oder wenn man sparen muss, dann sieht es wieder anders aus. Aber wenn man einfach bauen kann und genug Geld hat, dann kann man sich das auch so einrichten, dass man da nicht frieren muss. Ich glaube nicht, dass wir da nicht in der Isolation machen. Fall wirklich nicht. Und wir haben ja gestern übernachtet im Öffeli da. Also im Öffeli. Wir haben gestern wieder beim Campbesitzer übernachtet. Und bei unserem Freund. Und haben jetzt eben auch das erste Mal so ein bisschen mit einem Öffeli geschlafen und wir haben geschwitzt in der Nacht. Das ist viel zu heiß geworden. Das ist bei uns daheim viel kälter. Bei uns daheim in der Schweiz haben wir kalt, weil einfach die scheiß Radiatoren nicht genug warm machen und die irgendwie am 8 Uhr einfach ausgehen. Dann einfach kalt. Ein Rasierer. Genau, und da habe ich dann, also ja, da kommt jetzt dann der Luxus. Da würde ich glaube ich gerne eine kleine Sauna reinhauen. Das ist jetzt nicht Priorität, aber das wäre natürlich schon geil. Weißt du, schön, auch weißt, so mit diesen schönen gemauerten Wänden und so, da kann man das alles putzen und mit dem Achtung, alles könnte. Ich weiss nicht, wie das Strom da nicht, dass plötzlich dich kützelt. Mit einem Hochdruckreiniger oder so kann man da ja dann alles putzen. Das können wir ja dann selber machen. Und dann da so eine kleine Sauna rein wäre geil. Das wäre echt schön. Das wäre mein Traum. Also ja, als allererstes müssen wir da natürlich dann alles ausräumen, aber ja. Dann haben wir ja dann nächstes Mal Zeit, man denkt vielleicht im Mai oder so, dass wir dann da kommen, mal für eine Woche und dann können wir mal alles ausräumen und dann können wir anfangen zu putzen und dann können wir dann auch mal Leute organisieren, die da vielleicht uns einen Kostenvoranschlag machen, wie viel das kostet mit den Dächern und so. Den Boden machen, erhöhen ist nicht so gut, weil wir haben nicht einmal 2 Meter. Ja. Also einen Schrank bringen wir nicht runter, da unten. Dein zum Beispiel. Das ist 2,20 dein Schrank. Da unten auch keine Mühe. Ja, nur gesagt, wir haben da 2 Meter, etwa 2,5 Meter Raumhöhe. Okay. Nein, ich glaube, ich hätte jetzt da auch einfach, also wenn ich jetzt da eine Sauna reinmachen würde, ich da so, es gibt doch die Bambus, so, habe ich mir irgendwie vorgestellt, so ein bisschen. Muss ja nicht zugemacht werden. Der Boden ist jetzt im Keller da überall offen. Aber wir haben halt schon das Gefühl, das ist gut für die Durchlüftung vom Haus. Eben, wie gesagt, es hat nirgends Schimmel. Eben, schau mal, das ist alles Abfall und das stinkt null. Nein, es schmeckt mega fein. Es schmeckt nach Erde, ja. Es schmeckt null grusig. Gar nichts ist irgendwie grusig da drin. Und das ist halt, glaube ich, schon die Durchlüftung. Darum würde ich eigentlich gerne lassen. Vielleicht einfach in diesem Saunaraum kann man vielleicht irgendwie so mit Bambus oder so. Aber sonst würde ich das überall offen lassen. Also mich stört das nicht, dass das Sand ist. Eben, da sind wir dann im Sommer froh drum, weil es wird dann schon warm. Ich meine, wir sind gleich in Kroatien. Es wird glaube gleich im Sommer 5 Grad wärmer wie in der Schweiz. Aber eben, zum Glück nicht gerade irgendwie 10. Und da sind wir dann froh, haben wir da unten, können wir uns da abkühlen, nachher im kühlen
Kühlen Keller. Voll. Eben, und das ist jetzt halt das. Ich denke, das ist... Das ist Kunststoff. Genau, da ist der Also, die keine Ahnung, was das Wasserzuleitung. ist. Ob das ein alter Boiler Weil ist, so da wie es aussieht. der Oberraum, die Wasserleitung kommt da aus dem Raum raus. Und ich glaube, das ist dann gedacht als Wir müssen es Küche ja noch, wir eigentlich. müssen es ja noch reinbringen. Das können wir alles Ja, anschauen. gute Frage, was ist das? Das ist ein Wisst ihr, was das Ein ist? alter Boiler Das ist doch wahrscheinlich. kein Boiler, das ist doch viel zu klein. Ja, es Ist ist das halt, ein Umschlag? Aber wobei, schau, da ist das Zeug ist halt vielleicht auch schon ein paar Jahre eine älter. Wasserleitung. Also da kannst du ja nichts machen, oder schon? Ist das ein Boiler? Ja, doch. Weißt du das jemand? Ist das ein Boiler? Also da ist auf jeden Fall schon die Hauptwasserzufuhr eben, und oben kommt ein Hahn raus. Das Ja, ist schau, dann, und da oben ist der hätte ich- Küche gedacht. Ups. Schau, und wenn wir jetzt da oben dran die Küchenhex machen und ich da einfach runterbohren, Der Ofen, ja. und dann kann man da unten entlang das Zeug installieren, da über, und könnt rein, also könnt wieder rauf und dann die Radiatoren montagieren. Voll. Ja, genau. Ja, wir zeigen so nachher, was wir vorhaben mit dem Heizsystem. Ja. Die da oben, Nochmal? wenn wir jetzt gleich wollen, da rein auch noch warm machen, Ja. Radiator, und wir von oben runterkommen. Und jetzt vorerst einfach nur irgendwie ins andere Zimmer raufgehen, kann man immer noch dann da abnehmen. Und hinten dran einen Radiator einfach direkt. Also von mir aus müssen wir ihn ja nicht am Boden tun. Oder muss man ihn runter? Weiß nicht. Sehen wir. Dann können wir runter installieren. Und dann, Also vom oberen Stock jetzt da, aber meinst du, oder was? Nein, wenn du da hinten rein willst, gerade da. Aha. Falls wir gleich. Aber da unten ist wir brauchen kühl. Da unten brauchen wir kühl. Aber da unten ist der Wärme wie da oben, Mann. Wir brauchen hier oben warm und da unten brauchen wir kühl. Da sind wir froh, wenn das im Sommer, dass es da einfach alles kühl ist. Das ist okay. Vielleicht können wir da noch eine zweite Küche da rein machen, dass wir die jetzt haben wir Dezember und es ist da unten wärmer wie da oben. Ja, aber das sind auch die Fenster intakt da unten. Genau, Schatz, weißt, ich habe gedacht, da könnten wir vielleicht auch, also das habe ich jetzt gerade gedacht, wir könnten ja auch eine Elektroküche vielleicht noch da unten irgendwo rein tun, Ja. Weißt, weil draussen ist ja schön und gut, aber das mit der Mucke ist dann auch wieder mühsam, oder im Sommer. Also vielleicht kann man da unten eine kleine Elektroküche noch irgendwo reinhauen. Voll. Dann können wir da im Kühlen unten sein im Sommer und im Winter sind wir da Ja, ich bin im Sommer raus. Ja, genau. Und da ist ja... Da sind wir gewesen. Aber da muss ich jetzt nicht. Da sind wir, sieht gleich okay. aus. Ja, gleich aus. Also, gehen wir doch rauf, oder? Ja, schon cool. Ja, und es ist auch wirklich cool, dass wir da unsere Gartengeräte anrühren können. Und dann haben wir, weißt, da innen kann man sie dann irgendwie sauber behalten und dann können wir alles da anrühren. Oder eben da in das kleine Ding. Da alle Gartengeräte, da musst du nicht immer reinlaufen und alles dreckig machen. Da könnt ihr da aussen liegen bleiben. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Hihi.